Neulich beim Urlaub in Italien habe ich dort ein Porchetta gegessen und das hat mich so begeistert, warm und kalt, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss ich auch mal machen. Deswegen habe ich hier einen wunderschönen Schweinebauch vom Schwäbisch Hellischen, hat knapp 3 Kilo, verschiedene Kräuter, Rosmarin, Thymian, Salbei, Knoblauch, ein schöner schwarzer Pfeffer, in dem Fall ein Kerala-Pfeffer, ein Rosmarinsalz, eine Zitrone für die Zitronenzesten, ganz ganz wichtig, Fenchelsamen und ein Olivenöl. Bei meinen Recherchen nach den unterschiedlichsten Rezepten habe ich vor allem eine ganz wichtige Sache bei Jack the Ripper gesehen, nämlich wenn ich den Bauch hier einrolle, dann ist die Schwarte ja ab hier innen liegend. Also das heißt, dieses Stück von der Schwarte, das werde ich wegmachen, weil das überhaupt keinen Sinn macht, dass das hier innen liegt. Die Schwarte wird ja am Ende nur aufgeknuspert. Der Bauch ist an dieser Seite etwas dicker. Das bedeutet, dass ich den auch von dieser Seite her aufrollen werde. Und wenn ich das jetzt mal probeweise mache, dann haben wir genau hier diese Stelle, die ich jetzt mit einem Schnitt markiere. Hier ist der Schnitt. Den ziehe ich jetzt ganz durch bis auf die andere Seite. Steche mit dem Messer hier ein. Und kann dann auf die Art die Schwarte einfach komplett ablösen. Wenn ich das Stück jetzt nehme und rolle es ein, dann habe ich vor allem hier natürlich das ganze Fleisch. Und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann passt es hier genau zusammen. Um die Gewürze vorzubereiten, tue ich jetzt erstmal 2 Esslöffel von dem Fenchelsamen und einen Esslöffel Pfefferkörner in der Pfanne anrösten. Man riecht es schon, dieser Duft, wenn diese Fenchelsamen und der Pfeffer jetzt leicht angeröstet werden. Ah, das ist herrlich. Dauert ungefähr so 2 Minuten. Sind jetzt fertig angeröstet, man hört es auch so ein bisschen knistern. Und jetzt fülle ich die einfach hier in den Mörser. Dann habe ich hier noch ein wunderschönes Meersalz mit Rosmarin. Und jetzt wird das Ganze gemörsert. Der Bauch wird jetzt erstmal großzügig gesalzen. Das Salz reibe ich dann auch etwas ein. Und für die Paste habe ich hier jetzt ein paar Knoblauchzehen, frischer Knoblauch, das finde ich ganz besonders wichtig. Dann Salbei, von dem ich die Blätter abzupfe, Rosmarin, von dem ich ebenfalls die Blätter abzupfe und Thymian, die ich einfach nur abstreife. Die Kräuter werden klein gehackt. Kommen in die Schüssel. Der Knoblauch. Dann habe ich hier eine unbehandelte Bio-Zitrone und von der möchte ich jetzt noch die Schale abreiben. Die Zitronenzesten. Ein paar Chili-Flocken rein. Jetzt kommen die Fenchelsamen, Pfeffer und Salz dazu. Und Olivenöl. Das ist ein unglaublicher Duft, der mir hier gerade entgegenströmt. Diese frischen Kräuter, diese gerösteten Pfeffer und Fenchel. Das ist unglaublich. Der Bauch und die Paste sind vorbereitet. Das heißt, ich gebe die jetzt hier drauf. Und am besten ist es, die in der Tat mit den Fingern einzumassieren. Da versuche ich jetzt, das möglichst eng zu packen. Fühlt sich schon mal gut an. Das mache ich jetzt einfach mal hier drunter und binde es hier hinten zunächst mal zusammen. Und wickel das jetzt
wie einen Rollbraten ein. Ja, und wie man jetzt hier sehr gut sehen kann, hätte ich die Schwarte wahrscheinlich hier einfach ein bisschen schräger abschneiden müssen, weil es auf der Seite doch deutlich dicker ist als auf der anderen. So sieht das Ganze aus. Ich packe den Bauch jetzt in Frischhaltefolie ein. Die erste Lage. Jetzt geht's ab in den Kühlschrank. Jetzt sind 24 Stunden vergangen, dass das Stück jetzt im Kühlschrank war. Die Gewürze sind jetzt schön durchgezogen. Packen wir das Ding mal aus. Schlägt einem sofort ein ganz tolles Aroma entgegen. Das Öl, was noch ein bisschen raustropft. Jetzt kommt das Teil auf den Spieß. Möglichst mittig. Ist aber durch das Eingerollte gar nicht so schwer, weil es da ja nicht wirklich durchgestochen, sondern nur durchgefädelt werden muss. Und hier mit diesen Spitzen kann ich es jetzt wunderschön reinstechen und mache dann von der anderen Seite noch den zweiten dieser Halterungen dran. Ich habe auf dem Grill jetzt nur den linken Brenner hier angemacht auf niedrigste Stufe. Setze den Spieß hier ein. Ich habe hier unten noch eine Schale mit Wasser, das runtertropfende Fett aufgefangen wird. Und jetzt heißt es nur noch ein paar Stunden warten. Nach jetzt mittlerweile 3,5 Stunden habe ich die gewünschten 72 Grad erreicht. Und jetzt schiebe ich den kleinen einfach noch ein Stück in die Mitte. Jetzt kommt noch der Backburner zum Einsatz, das heißt, jetzt wird noch die Kruste aufgeknuspert. So eine richtig schöne Kruste doch aufgebracht. Das heißt, die Schwarte ist jetzt komplett aufgepoppt. Das bedeutet, wir sind fertig. Tatsächlich geschafft. Die Porchetta ist fertig. Waren jetzt insgesamt etwa 4 Stunden. Jetzt kommt noch der Spieß raus und dann geht es noch ans Probieren. Jetzt bin ich einmal wirklich gespannt. Jetzt schneide ich das mal auf. Messer gleitet wunderbar durch. Wow, ist das saftig. Und hier durch die Schwarte geht selbst das scharfe Messer nicht durch. Brauche ich dann eher das Messer mit dem Sägezahn. Und schon geht es wunderbar. Das ist ja der Hammer. Genial. Das ist ja wirklich grandios. Ist das saftig? Mmh. Oh ja. Ist das grandios. Das Fett, das schmilzt geradezu. Die Gewürze, einen wunderbaren Geschmack ans Fleisch und das Fleisch selber ist richtig schön saftig. Und mit der Schwarte ist es noch besser. Hammer! Also das ist ja wirklich ein geniales Essen.